Die Mitte Europas im 2. Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Noch immer sind die Deutschen nicht in einem Staat geeint. Er macht sich nun daran, das zu ändern. Bismarck. Nicht mit Parlamenten, sondern, wie er sagt, mit Blut und Eisen. Eine Reichsgründung von oben. Einheit um den Preis der Freiheit? Für ihn stellt sich diese Frage nicht. Ferdinand Cohn-Blindt, der 22-jährige Student aus Süddeutschland, ist nur zu einem Zweck nach Berlin gekommen. Er will den drohenden Krieg verhindern, bei dem auf beiden Seiten Deutsche stehen. Bruderkrieg. Für den schwärmerischen Patrioten sind seine Urheber, so schreibt er, Verräter an Deutschland. Um den Frieden zu wahren, sieht Cohn-Blindt nur eine Lösung. Er muss den Mann beseitigen, der für die meisten Deutschen die treibende Kraft für den Krieg ist. Es ist der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck. In Preußen kämpft er für die Macht der Krone, gegen Parlament und Demokratie. Er gilt als Reaktionär reinsten Wassers. Nach außen hin will er die vielen deutschen Staaten unter preußischer Herrschaft vereinen. Nicht aus deutschem Nationalgefühl, sondern aus preußischem Machtstreben, wie manche glauben. Sein Credo: nicht mit Worten, sondern mit Bajonetten würden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das wendet sich nun gegen ihn. Das Arbeitszimmer Bismarcks in Friedrichsruh bei Hamburg. Hier ist die Erinnerung an das Attentat noch gegenwärtig. Zur Hinterlassenschaft Bismarcks zählt die Pistole des Täters. Eine Waffe, die den Lauf der Geschichte hätte verändern können. Wie die gestopften Einschusslöcher zeigen, wurde Bismarck von mehreren Kugeln getroffen. Doch seine dicke Kleidung an jenem Tag dämpfte ihre Wucht. Und die Feuerkraft der Pistole war zu schwach. Bismarck erleidet nur Prellungen. Was wäre geschehen, wenn der Mordanschlag gelungen wäre? Wäre Bismarck 1866 einem Attentat zum Opfer gefallen, dann wäre es mit Sicherheit nicht in der Form zum Krieg gekommen. Niemand in Deutschland wollte den deutschen Bruderkrieg. Er schon. Die Waffe des Attentäters, der im Gefängnis Selbstmord begeht, bewahrt Bismarck zeitlebens. Seine Rettung sieht er als göttlichen Wink, den Kampf um Deutschland jetzt zu entscheiden. Deutschland, das sind in dieser Zeit über 30 unabhängige Staaten, die sich im Deutschen Bund zusammengeschlossen haben. Den Ton geben die Großmächte Österreich und Preußen an. Doch als sich Preußen die Herzogtümer Schleswig und Holstein gegen Österreichs Willen einverleiben will, wird der Streit zur Machtprobe. Wer hat das Sagen in Deutschland? Österreich oder Preußen? Die Entscheidung fällt in der freien Reichsstadt Frankfurt am Main.
Die Stadt, in der einst deutsche Kaiser gewählt wurden, ist Sitz des Deutschen Bundes. Er soll den Frieden unter den deutschen Staaten sichern und eine gemeinsame Verteidigung nach außen. Unweit des Doms im Palais Thurn und Taxis tritt einen Monat nach dem Attentat die Bundesversammlung zusammen, das Entscheidungsorgan. Zur Abstimmung steht der Antrag Österreichs, gemeinsam gegen Preußen mobil zu machen, da die Besetzung der Herzogtümer Schleswig und Holstein Unrecht sei. Auf ihn richten sich alle Blicke. Der preußische Gesandte Karl Friedrich von Savigny. Welche Instruktion hat ihm Bismarck mitgegeben? Den Vorsitz hat der Gesandte Österreichs. Zur Abstimmung. Im Namen seiner Majestät des Kaisers von Österreich stimme ich dem vorliegenden Antrag zu. Und nun hat der Gesandte Preußens das Wort. Im Namen der Regierung Preußens protestiere ich vehement gegen diese Abstimmung, die ohne Zweifel einen eindeutigen Bruch des Bundesrechts darstellt. Wir nehmen den Protest zu Protokoll. Als nächstes erteile ich das Wort dem Gesandten des Königreichs Bayern. Im Namen meiner Regierung stimme ich dem Antrag der kaiserlich-österreichischen Regierung zu. Der Gesandte Preußen ist isoliert. Königreich Hannover? Dafür. Die Fürsten wollen keinen deutschen Bund, der von Preußen beherrscht wird. Württemberg? Dafür. Mit 9 gegen 6 Stimmen wird der österreichische Antrag auf Mobilmachung des Bundesheeres gegen Preußen angenommen. Im Namen seiner Majestät, des Königs von Preußen, erkläre ich: Erstens. Preußen betrachtet diese Abstimmung als Kriegserklärung. Und zweitens ist damit der bisherige Bundesvertrag für Preußen null und nichtig. Und auf Befehl des Königs erkläre ich meine Tätigkeit in dieser Versammlung für beendet. 1866, 67 endet der Deutsche Bund, weil die Staaten das tun, was eigentlich ausgeschlossen ist, nämlich Krieg gegeneinander führen. Ja, aber die Mehrzahl der deutschen Staaten standen auf österreichischer Seite und Preußen galt gewissermaßen als der Bösewicht, der diesen Deutschen Bund verletzt und gegen den man sich jetzt zusammenschließt, um Krieg zu führen. Er beginnt einen Tag nach der Frankfurter Abstimmung. Die Entscheidung fällt Anfang Juli bei Königgrätz im heutigen Tschechien. Damals im österreichischen Böhmen. Auf ihn setzt Bismarck seine Hoffnung. Der preußische Generalstabschef Helmuth von Moltke. Sein Plan: getrennt marschieren, vereint schlagen. Die preußische Streitmacht hat er in 3 Armeen geteilt. Getrennt kommen sie schneller voran, doch siegen können sie nur gemeinsam. Die 3. Armee aber bleibt im Aufmarsch zurück. Nur wenn sie rechtzeitig zur Schlacht eintrifft, kann Moltkes Rechnung aufgehen.